Eine Idee, Sehnsuchtssorte, 10.000 Kilometer und ein Wohnmobil. Willkommen zur Mission Nordkap. Nach dem Besuch des Nordkaps im letzten Video begann nun offiziell unser Rückweg, der uns über die Lofoten führen sollte. Als erstes besuchten wir jedoch einen Gebirgsquelltopf, der als Bubbelen bezeichnet wird, der an dem Hang eines idyllischen Seitentals am Ende des Langfjord 30 Kilometer westlich von Alta liegt. Zunächst galt es, einen steilen Anstieg zu überwinden. Die gespannten Seile halfen auf dem rutschigen Untergrund und die Aussicht belohnte uns für die Anstrengung. Bubbelen ist das Ende eines unterirdischen Flusses, der an die Oberfläche tritt, also praktisch aus dem Felsen heraus blubbert. Das Wasser tritt glasklar aus dem Felsen und mündet später in den Bognelva. Als nächstes legten wir einen Zwischenstopp bei der Spekmes Küstenbefestigung ein und besuchten diese mit einer kleinen Wanderung. Der Ausblick auf die Fjordlandschaft und die umliegenden Berge war atemberaubend. Nach der Besetzung von Norwegen durch die Wehrmacht wurde 1941 mit dem Bau der Küstenbefestigung begonnen, die als Teil der Festung Lingen eine Invasion der Alliierten verhindern und die Erzversorgung aus Schweden sichern sollte. Die Küstenbefestigung besteht aus 4 Bunkerkomplexen, von denen jede ein Geschütz mit 23 Kilometern Reichweite, einen Munitionsbunker, einen Sicherungsgraben und einen Infanteriebunker umfasste.
Die Geschütze waren in der Lage, jedes Schiff selbst vor der weit entferntesten Spitze der Halbinsel Lingen zu treffen. Sie wurden aber nie im Kampf eingesetzt. Der Blick in den Kommandobunker war zwar spannend, kostete uns aber eine Kameralinsel. Nach der Besichtigung setzten wir unsere Fahrt zu den Lofoten fort. Diese erreichten wir dann nach Sonnenuntergang. Die Nordlichter über den Lofoten begrüßten uns tanzend am Himmel. Der erste Programmpunkt auf den Lofoten war ein Besuch des Wikingermuseums in Borg. In dem mitten auf den Lofoten in Borg gelegenen Museum befindet sich unter anderem das längste rekonstruierte Wikinger-Langhaus der Welt. Zum Museum gehört ein großer Außenbereich, den man auf angelegten Pfaden erkunden kann. Wege führen auch zum Hafen und dem Bootshaus. Im Sommer ist es möglich, mit einem Wikingerschiff Nachbau auf dem See zu fahren. Ausstellungen und visualisierte Geschichten zeigen Handwerk und wie die Menschen in der Wikingerzeit lebten. In der Nebensaison ist Bootfahren, Nutzung von Pfeil und Bogen und Axtwerfen eingeschränkt bzw. nicht möglich. Das Langhaus und die Ausstellungen waren für uns aber sehr sehenswert. Dann legten wir erstmal eine Ruhepause auf dem Seaside Camping in Rheine ein. Während wir uns dort etwas erholten, genossen wir auch den berühmten Fischburger mit Lachs von Anitas Seafood.
Nach einer kurzen Wanderung erreicht man eine Anhöhe über Rheine, auf der ebenfalls eine Küstenbefestigung geplant war und von der man eine wunderschöne Aussicht über die Umgebung hat. Am nächsten Tag brachen wir zu unserem Lofoten-Roadtrip auf, der uns über die ganzen Lofoten zum Fähranleger nach Moskenes führen würde. Zunächst ging es zur Unstadt Beach mit dem Unstadt Arctic Surf Hotel und Café. Hier testen wir die oft erwähnten Zimtschnecken und tatsächlich, die waren wirklich richtig gut. Einen weiteren Strand mit beeindruckendem Bergpanorama und einem Aussichtspunkt, den Brunnstrandal, passierten wir auf dem Weg zum südöstlichen Punkt auf den Lofoten, der bei dem malerischen Fischerort O liegt. Wenn Fahrzeuge um den Ort O hupen, dessen Ortsschild so oft fotografiert und ab und an auch mal geklaut wird, liegt es oft an Touristen, die auf der Straße vor dem Ortsschild ein Selfie machen. Auf dem Weg zum Fährkai in Moskens machten wir noch einen letzten Zwischenstopp an den Wasserfällen von Sirvogen. Von einem Parkplatz am Ortsrand, der Ausgangspunkt für mehrere Wanderungen ist, sind diese nach einer kurzen Wanderung erreichbar. Die Umgebung der eher kleineren Wasserfälle ist unvergesslich. Die auffächernden Ströme mit den Wasserfällen liegen zwischen wunderschönen Seen und schroffen Berggipfeln.
Dann wurde es Zeit für uns, zum Fährkai in Moskens zu fahren. Die Fähre nach Bodø hatte Verspätung. Dafür wurden wir mit weiteren Nordlichtern entschädigt, auf die der Kapitän der Fähre die Passagiere bei der Überfahrt aufmerksam machte, was sehr nett war. Mit dem Verlassen der Fähre lagen die Lofoten hinter uns, aber auch noch einige Abenteuer vor uns. Als nächstes besuchten wir den Saltstrom, einen beeindruckenden Gezeitenstrudel, der durch Ebbe und Flut entsteht. Der Saltstromen ist der größte Gezeitenstrudel der Welt. Viermal am Tag bahnt sich die riesige Wassermenge ihren Weg durch die 150 Meter schmale Meerenge. In den Zeiten zwischen Ebbe und Flut ist die Strömung eher ruhig. Somit ist es ratsam, sich die Gezeitentabelle vor einem Besuch anzusehen. In den Tafeln, die im Internet zu finden sind die Zeiten der höchsten Strömung hervorgehoben. Bevor es dann weiter zurück Richtung Süden ging, erfüllten wir uns noch einen Traum. Wir wollten gerne einen Blick auf den Svartisengletscher, sprich den Schwarzeisgletscher, werfen. Dazu ging es zunächst über die Landschaftsroute 17, die zwischen Steinkjer und Bodø an der norwegischen Atlantikküste verläuft. Wie bei allen Landschaftsrouten in Norwegen gibt es auch hier wieder unterwegs besondere Aussichtspunkte und Geschichten zu entdecken. Zum Beispiel den Aussichtspunkt Oedplassen, der an das durch eine Mine versenkte U-Boot Oed erinnert, das im Krieg verschollen ging und erst 1985 vor der Küste in 105 Meter Tiefe wieder entdeckt wurde. Der Weg führte uns dann über eine auf eigene Gefahr zugängliche Baustrasse mit einem langen, dunklen und einspurigen Tunnel. Die Fahrt an sich war schon ein Abenteuer und brachte uns in Höhen, in denen schon Schnee lag, aber auch an unser Ziel. In der Hauptsaison gibt es zwei Möglichkeiten, mittels einer Bootsfahrt und einer Wanderung einen entsprechenden Aussichtspunkt zu erreichen. In der Nebensaison ab Ende Herbst und im Winter besteht diese Möglichkeit jedoch nicht. Eine andere Möglichkeit, einen Blick auf den Gletscher zu erhaschen, ist das Umfahren des Gebirges bis zu einer Baustraße zur Errichtung eines Kraftwerkes. Diese kann man bis zu einem Staudamm unterhalb des Gletschers befahren. Der Svartisengletscher ist der zweitgrößte Gletscher Norwegens. Der Name Svartisen bedeutet auf Norwegisch schwarzes Eis, was sich auf die bläulich-schwarze Farbe des Gletschereises bezieht. Nach unserem Blick auf den Gletscher ging es wieder über die Landschaftsroute 17 zurück. Kurz bevor wir den Saltstrom erneut passierten, machten wir Rast an einem kleinen Angelsee in einer wunderschönen Seenlandschaft.
Der nächste und letzte Stopp, bevor wir uns zur Atlantikstraße aufmachten, war der Nordland Nationalpark. Unseren Besuch starteten wir direkt am Nordland Nationalpark Center. Die um das Nationalpark Center liegende Landschaft lädt zur Wanderung auf gut markierten und gut begehbaren Wegen ein, die durch unterschiedliche Landschaftstypen zu einem spektakulären Wasserfall und über mehrere Hängebrücken führen. Danach begannen wir unseren Weg zur Atlantikstraße und machten uns letztendlich auch auf den Rückweg nach München, doch dazu mehr im nächsten Teil. Wenn das Video interessant war, würden wir uns über ein Like freuen.